Das, was passiert, es ist nur ganz einfach, ich versetze mich plötzlich in einen Trance-Zustand. Und dieser Trance-Zustand, etwas, was sagen will, die Schwingung, die hier herrscht, der kommt über mich. Ich bin in dem Moment nur Übersetzer. Um das zu verstehen, das ist nur eine Schwingung. Wir sind nur eine Energieformen. Und diese zu begründen, das ist keine, ich behaupte ja nicht, dass ich selbst gesprochen habe. Ich habe behauptet nur, ich fühle mich einfach eingeschlafen. Und in dem Moment, etwas, was die Schwingung quasi, ich habe mein Auto jemand geliehen, kurzfristig. Ich sitze dabei im Auto, aber das Auto von jemand anders gefahren. Und wenn er dahin gefahren hat, dann steigt er aus und dann bin ich wieder da. Guten Tag für alle Anwesenden. Man soll nicht so sehen, ist das die Anwesenheit, sowohl ihrerseits als auch meinerseits. Etwas, was einer Zwang hintersteht. Es gibt eine Seite, die alle entstanden. Wir haben früher gelebt und verstanden, was wir sind. Deshalb sind wir nicht gewöhnt, etwas zu verherrlichen oder etwas, was uns selbst besonders zu sein. Unser Leben an Kämpfer ist das entspricht jene Tag, die angefangen, aber auch zu Ende sein kann. Das heißt, wir haben uns nichts. Etwas, was zu klammert, etwas, was festzuhalten, etwas, was zu wünschen. Weil alledem, es kann zu jedem Moment nicht nichtig sein. Deshalb für uns, man hat einen Tag, die wir uns zusammen versammelt und an den Vorgänger. Unser Vorgänger besitzt sich nicht um irgendein, sondern um alle, die uns vorausgegangen sind. Die vorausgegangen in der Weg der Kämpfe, das, was sie geleistet hat, was sie verstanden und unverstanden. Aber etwas, was sie uns hinterlassen, hat auf uns selbst, die noch da ist, mitbekommen. Daraufhin ist man ein Ausdruck von Verstand. Man hat viele der Weg zwischen nicht Selbstverherrlichung zu sein, nicht gebunden zu sein und nicht Erhabenheit zu sein. Darauf entsteht eine Freikämpfer. Während ihr selbst in dem Moment Kämpfer sein zu wollt, er wird irgendeinem Lehrer aussuchen oder derjenige, die euch beibringen. Natürlich, um Kämpfer zu sein, von nichts passiert nichts. Aber diese nichts passiert nichts. Man hat eine Vorstellung. Man möchte gerne ein Kämpfer sein, also geht man hin, sucht das Wissen und Erfahrung an Kämpfer. Dann stellt man sich die Frage, werde ich Kämpfer, nachdem ich erlernt hat? Oder werde ich Kämpfer, wenn ich alles Wissen von meinem Lehrer besitze? Oder ich werde Kämpfer,
wenn ich ein Kämpfer bin. Und dieser Moment, welcher? Ab dem Moment, wo ich entschlossen hat, Kämpfer zu sein, das sind die Momente, die man eine Kämpfer ist, unabhängig davon, eine gute Kämpfer, ein schlechter Kämpfer, eine hervorragende Kämpfer, eine verlustreiche Kämpfer, alles sind Kämpfer. Und weil wir nicht akzeptiert ist, dass etwas zu lernen, das heißt eine Weiterkommen von das, was man da ist, jeden Tag, egal was man das mag oder auch nicht, der Tag kehrt nicht zurück. Das heißt, in dem Moment, wenn einer Kämpfer ist, jeden Tag nicht wartet darauf, dass man eines Tages Kämpfer wird, sondern man ist ein Kämpfer. Und die Frage, wenn man ein Kämpfer ist, was bedeutet? Bedeutet die Herausforderung, die man bewältigen durch das Lernen, wenn man an sich zur Schule geht oder zum einen Lehrer. Eine Lehrer wird Wissen vermitteln. Man fühlt sich so anstrengend, man fühlt sich so verpflichtet. Weil, wenn man nicht Gehorsamkeit, wenn man nicht lernt, wenn man das nicht so macht, wie der Lehrer sagt, hat man Angst, dass man werde nie ein Kämpfer sein. Was ist die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist, man ist ein Kämpfer. Die Frage, die Erfahrung, die andere, wie man annimmt oder wie man sein lassen, kann man zu jeder Zeit allein entscheiden. Auf diesem Grund, der Lehrerpersönlichkeit in Pahuyut wird immer wieder gelehrt, dass nur eine Empfehlen-Charakter bedeutet von alles, was man vermittelt. Und jetzt kommt man zum sich selbst. Wird man durch Lernen eines Tages ein Kämpfer sein, dann kann er unendlich lernen, weil der Kämpfer sein ist keine Hoffnung, keine Erwartung, keine Anforderung, sondern entweder man einer ist oder ist nicht. Was ist Kämpfer? Kämpfer ist die Bereitsein, alle Anforderungen gegenüberzustehen. Werde er selber im Training, wird er merken, eines Tages kommt zum Training, weil man plötzlich Lust hat. Am nächsten Tag fühlt man sich, nein, ich komme nicht zum Training, weil mir so schwer zu kommen. Am nächsten Tag, aus irgendeinem Grund, ich will nicht zum Training kommen. Obwohl, durch Training ist doch eine Kampferfahrung, die man in echt oder in nicht echt erleben kann. Diese Kampferfahrung ist das einfach, ich lebe an Kämpfer, mal heute würde ich gekämpft, mal heute würde ich nicht gekämpft oder kämpft mit anderer Art und Weise. Wenn man jeden Tag im Krieg befindet, wird man jeden Tag in verschiedene Umstände, verschiedene Ereignisse erlebt. Warum denn auch nicht? Da hier beim Lernen ist nicht anders ist, man lebt an Kämpfer ohne zu Ende, sondern man erlebt einen schonenden Kämpfer Tag ein, Tag aus. Jetzt die Frage, fühlt man sich verpflichtet zu üben? Dann diese Übung wird man nicht mehr gerne gemacht. Fühlt man sich, oh, ich lebe heute, ich begegne diese Gegner, ich bin nicht verpflichtet zu üben, aber ich möchte gerne üben, dann ist die Einstellung anders. Gerade wie auch heute,
Manchen Leute kommen deshalb nicht, weil sie andere wichtiger empfinden. Ist auch nicht verwerflich und auch nicht so kritisiert, sondern es ist gut so, wenn sie Freiheit denken können. Genauso manchen Leute ist immer kommen, weil die Kultur so vorgeschrieben ist. Und gerade diese Kultur, die man daran hält, ist dann nicht das, was eigentlich das Ziel einer Freikämpfer oder ein Paujut-Kämpfer ist, in dem Sinne, was heißt, eine Freikämpfer ist eine Freiheit sein, um sich jedem Risiko bereit zu begegnen mit dem eigenen Verstand. Und nicht irgendeine Glauben, nicht irgendeine traditionelle Verpflichtung. Wir sind nicht verpflichtet. Der Lehrer gerne nicht von den Schülern gegrüßt wird, die sich eines Tages einen Lehrertag einzurichtet und kommen und ausgerechnet am den Tag an den Lehrer denken. Der Kämpfer meint, wenn man an den Lehrer denkt, soll man es begründen. Weshalb denke ich an meinen Lehrer? Weil er mein Lehrer ist, weil er mein Wissen gibt oder weil er der Mensch, der mich den Weg für mein Leben gezeigt hat. Das Wissen an sich, wie man kämpft, ist nicht schwer. Schwer ist derjenige, der sagt, wie man zu leben haben in sich selbst. Ein freier Mann oder freie Frauen in dem Sinn. Was wäre dann, wenn heute mit voller Ansammlung von Menschen, die kommen, auf irgendeinen Grund, irgendeine Verpflichtung gefüllt hätte, irgendeine kulturelle, die man durchführen soll, aber das Herz, der Verstand war nicht dabei. Ich meine, das Herz ist das Verstand. Wenn man etwas tun im Leben, der sich nicht selbst überzeugt, nicht selbst mit Verstand, das heißt, hat das Herz nicht dabei. Alles fühlt man früh oder später an einen Zwang. Und dieses Zwang lehnt man ja das, was man tun soll, ab. Und das ist eine logische Folgerung. Warum soll ein Lehrer wünschen wird, dass die Schüler ihn begehrt? Warum? Ergibt sich keinen Grund. Der Lehrer hat nur einen empfehlenden Charakter, etwas vermitteln. Nimmt er, hat er. Nimmt er nicht, hat er nicht. Also in dem Sinne hat der Lehrer keinen Anspruch darauf, ob irgendein Schüler an ihm denkt oder etwas macht. Wenn er macht, macht er nur dann, wenn er auch machen wollt. Daher, um das symbolisiert, hat man doch gesagt, er soll etwas, keine Opfergabe machen an den Lehrer, sondern etwas, was Symbol ist. Symbol ist eine weiße Kerze, die das meine Dasein oder das Dasein von demjenigen identifiziert. Mit Räucherstäbchen ist ein Symbol das Vergänglichkeit des Sein. Das ist eine Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits. Fällt überhaupt, es gibt, soll nicht davon ausgehen, dass es gäbe, sondern man sagt, einen Unterschied zwischen Dasein und Nicht-Dasein durch das Räucherstäbchen soll symbolisch eine Verbindung zueinander haben. Danach kommt eine Blume. Die Blume ist symbolisiert eindeutig etwas, was der Schönheit, etwas, was angenehm ist. Und dadurch, diese angenehm, hat man doch gesagt,
er soll nur auf der Straße irgendwo den Weg zu den Lehrer vorfindet, nehmen. Auf keinen Fall durch Kaufen oder Erwerben. Warum so? Weil etwas zu tun, wenn man extra für sich mit eigenem Wohlhaben verzichtet, um etwas zu bekommen, zum Beispiel moderne Zeit nennt man einkaufen und ein Geschenk an irgendjemanden. In diesem Moment ist nicht ehrlich. Die nicht ehrlich in dem Sinne, wenn man spendet, kann man überhaupt spenden. Wenn man etwas jemandem gibt, kann man überhaupt leisten. Und die Gedanken, früher oder später, jeder macht, was soll ich kaufen, welche Blumen soll ich haben, was ist die Gebühr für meinen Lehrer, welche Schönheit soll ich meinen Lehrer vorzeigen, wie soll ich mein Lehrer sein, ich habe ihn so sehr begehrt. Und das sind alle das, nicht das, was den Lehrer bzw. die Vorfahren von einer Kämpfer, die tagtäglich mit dem Risiko verbunden lebt und nicht mehr leben, damit sich freuen sein kann. Also der Lehrer oder die Vorfahren des Paul freut sich nicht, wenn etwas was tun, weil er den Vorfahren ist, auf Dankbarkeit, auf Verpflichtung, irgendeines Zwänge. Wie können wir uns nennen? Wir sind eine Freikämpfer. Aber gleichzeitig unsere Enkel und Kinder zwingen, etwas zu tun. Das dürfte doch nicht sein. Was wir vermitteln ist eine Freiwilligkeit, einer Verstand. Wenn die Schule nicht verstanden hat, an den Lehrer zu denken, dann ist es so. Dann ergibt keinen Grund, dass der Lehrer sich traurig darüber oder beklagen. Da ergibt keiner. Und immer daran denken, die man immer weiter gegeben ist, eine Freikämpfer ist derjenige, der mit Freiheit umgegangen und leben und darf auf keinen Fall den Nachkommenden etwas, was anderes beibringen. Dann wäre der Paul Jud nicht mehr Paul Jud, wie hätte sie sein sollen. In diesem Sinne gebe ich euch an Andenken und Nachdenken für das, was ihr zu uns heute kommt. Ich bin nur einer von den vielen. Die Einfachheit ist der Wichtigkeit im Leben. So. Was lacht euch? So. Der ist gekommen und der ist gegangen. Was los? Naja, bei solchen Tag, dass ihr euch davon was haben, das ist sehr wichtig, das gehört zu haben. Und als Lehrer hat man ja diese Fähigkeit erworben. Nicht jeder Lehrer, aber ich habe das und ich würde so lange machen, bis zum ich quasi nicht mehr da ist. Aber jedes Jahr, ich wusste auch nicht, was er sagt, aber meistens, wenn man anhört, hat man etwas. Und wenn du fragst, also bei der Übersetzung irgendwas nicht stimmt, dann kannst du mich fragen. Vielleicht weiß ich, dann kann ich euch antworten.